Herzlich willkommen zur heutigen Wanderung. Wir sind an einem ganz besonderen Ort, 700 Meter über dem Meer, in einem Felsbogen inmitten der Los Gigantes auf Teneriffa. Der Ort ist nur schwer zu finden und der Zustieg ist nicht ganz ohne. Wenn ihr Lust habt, schaut es euch an, wie man da hinkommt. Auf dem Weg zu den Los Gigantes. Die Tour ist etwas ungewöhnlich. Die normalen Touristen, oder die meisten davon, schauen sich die Los Gigantes, diese riesigen Felsklippen, von der Meerseite aus an und lassen sich mit dem Bötchen dorthin schippern. Wir kommen von der anderen Seite und wir erwandern uns die Los Gigantes. Wir starten hier bei Chaimo und es geht erstmal einen coolen, mit Lavasteinen gepflasterten Weg hier jetzt relativ stramm nach oben. Also auch wenn der Weg ein bisschen wild ausschaut, er ist sehr schön und auch einfach zu gehen, weil man hier immer wieder schöne, angenehme Tritte findet. Bisschen wie Treppenlaufen hier. Super schön. Die Route ist auch super ausgezeichnet. Was die Teneriffen ganz besonders mögen, ist auch auszuzeichnen, was man nicht darf und wo man nicht gehen soll. Das sind nämlich dann immer diese Kreuze. Das heißt, das ist nicht Weg. Hier tut man gern absperren und verbieten. Aber in dem Sinne hier ist es tatsächlich hilfreich, wenn man weiß. Die Julia will mal klug scheißen. Ich habe gelesen, die Kreuze heißen nicht, man darf nicht durch, sondern es ist nicht der Weg, dem man folgt. Es ist nicht der Weg, dem man folgt. Man darf da durchgehen. Okay, wieder was gelernt. Muss ich mich entschuldigen bei den Teneriffen und meine Frau huldigen. Bei uns ist Wandern nämlich auch Bildungsauftrag. Und hier sieht man zum ersten Mal, da taucht er auf im Hintergrund, der Teide, das Wahrzeichen Teneriffas, 3712 Meter hoch. Ja, am ersten Tag kam Wolfram 15 Uhr auf die Idee, wir könnten doch den Gipfelanstieg probieren. Wir waren ja schon auf 2700 Metern. Da kommt der Wanderehrgeiz jetzt einfach doch durch. Wir haben entschieden, wir gehen doch ganz hoch. Scheiß drauf jetzt, auch wenn es zeitlich eng wird. Das war eine blöde Idee. Ich verlinke das mal, wenn ich es überhaupt reinstelle, das Video. Also einfach zu laufen heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Pralle Sonne, kein Baum, kein Schatten. Ja, aber ich sehe schon das erste Gipfelkreuz. Hat man sich schon mal die erste kleine Pause verdient dann. Gleich gibt es die erste Aussicht. Bin gespannt, was wir da drüben sehen werden. Cruz de los Misioneros. Ich finde, die Sprache hat schon was. Kann ich zwar nicht, aber hört sich toll an. Julia hat ein Stück Schatten gefunden. Das erste Mal nach einer Dreiviertelstunde. Oh.
Ui, da geht's aber runter. Nur mal so zur Info. Und es gibt keine Latschenkiefern hier. Wer uns in den Alpen schon gesehen hat, der weiß, ich bin großer Freund von Latschenkiefern. Hier sind viele Kakteen und so, die sind bestimmt auch robust, aber da möchte ich irgendwie nicht reinfallen. Von unserem Schattenplätzchen aus sieht man auch schön La Gomera. Und man sieht La Palma, unser eigentliches Urlaubsziel mit dem Vulkan. Ich glaube, der Spanier an sich ist eher ein lustiger. Ich habe hier gerade ein Penis aus Draht hier am Boden des Kreuzes liegen sehen. Vielleicht ist es ja auch so ein Fruchtbarkeitsritual und das ist gar nichts jetzt Anstößiges, sondern ich weiß es nicht. Wir lassen den schönen Punkt und weiter geht's. Und der schaut auch schon spannend aus. Ich sehe sogar schon Stahlseile als Handlauf gespannt. In 500 Metern kommt der Montana de Guama. Das ist der Gipfel hier auf der Standardroute. Julias Spielwiese. Sie kann die Hände benutzen beim Hochgehen. Alles blitzeblank, nagelneu. So schön ist es nicht mal in den österreichischen Alpen. Und es ist nicht wirklich schwierig hier. Ja, das ist wie eine Treppe mit großen Stufen und Handlauf. Auf dem Gipfel angekommen. Eher ein Plateau als ein Gipfel, aber unglaublich schön. Sieht wunderbar den Teide und den Pico Verde. Das ist der Kraterrand, der unterhalb vom Gipfel leicht rechts zu sehen ist, 3300 Höhenmeter. Den haben wir auch noch auf der Liste. Bin begeistert, also man merkt es immer. Wenn ich viel babbel, finde ich die Tour schön oder andersrum, wenn es schöne Touren sind, dann rede ich so viel in den Videos. Nachdem ich heute sehr viel rede, ist ein Zeichen, dass das eine unglaublich schöne Tour ist. Weiter geht's. Auf zum Felsentor. Also ein bisschen Wegfindungsgeschick ist auf jeden Fall hilfreich. Dann holt man sich weniger Schrammen hier ab. Aber mit einem mega Ausblick darunter ist echt. Sieht man auch die Boote mit den Touristen, die von unten nach oben gucken. Wir gucken halt von oben nach unten. Viewpoint hier. Was man da vorne sieht, die Spitze nennt sich nach Karte das Auge der Los Gigantes.
Weg und das Gelände wird etwas anspruchsvoller. Viel weiter scheint es dann auch nicht mehr zu gehen. Ich bin mal gespannt, wo wir da eigentlich rauskommen. Julia geht voraus, als ob sie wüsste, da will ich hin. So, wir haben auch die erste Wegmarkierung gerade eben entdeckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, weil wenn der Pfeil. Julia glaubt immer noch, dass es mit Klettern ist. Also ich kletter da nicht runter. Wenn es hieß, ist es irgendwie spannend und schwierig. Spannend und schwierig. Wenn wir jetzt da weitergehen, ich meine, bisher war es ja noch nicht spannend und schwierig, also spannend schon. Aber Also man sieht, nicht so einfach zu finden. Die Julia will unbedingt was mit Klettern und Bergabsteigen. Hier sieht man, das ist die Markierung, wo der Abstieg beginnt. Aber geht eigentlich der Weg. Das ist nicht wirklich ausgesetzt. Also es geht runter, aber es ist nicht sehr schwierig. Trittsicher sollte man sein. Das auf jeden Fall. Und fährt auch schwindelfrei. Oh, I see it. Oh, jetzt wird's, glaube ich, steil. Ein traumhafter Ausblick. Also vom Bötchen hochgucken ist sicherlich nett. Von hier oben runter zu den Bötchen gucken ist geil. Seht, hier geht es auch ein bisschen runter. Auf der anderen Seite der Ausblick zur Bucht. Top-Tipp hier auf Teneriffa. Und wir ganz allein hier. Wir verlassen diesen Wahnsinnsort und machen weiter mit unserer Rundtour. Die Route, die wir gelaufen sind, verlinke ich natürlich unten, falls es einer nachlaufen möchte. Ja, so schnell geht's. Jetzt haben wir uns auch noch verfranst hier. Jetzt finden wir den Weg zurück gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind viel weiter drüben runter. Oder wir klettern da jetzt hoch. Fest, gibt. Dass ich mal Spaß am Klettern habe, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, schaut gut aus. Sind wir da oben, haben es geschafft. So, und wir queren jetzt hier den Berg und setzen unsere Rundtour fort. Sind wieder zurück auf dem offiziellen und auch ausgezeichneten Rundweg.
In den Abenteuerfilmen sieht man immer, dass sie diese Dinger dann kurz vorm Verdursten finden und dann ausdrücken und dann dann gerade noch überleben. Julia, test es mal. Achtung, Kaktus hat hier Spitzen. Ja, schmeckt so. Eine Mischung aus Kirsche und Banane. Pflaumen. Kieber. Au. Ich will die nicht auspressen. Ich warte, bis wir an der Bodega vorbeikommen. Ja. Moment, ich muss jetzt erstmal. Guck mal hier, ich habe überall. Oh. Rausoperieren. Ah, so kleine. Mit so Widerhaken, oder? Ja. Die sind ja neckisch. Ist ausgestattet. Das Schweizer Taschenmesser. Mit Pinzette. Ah. Au. Also, immer dran denken. Man sagt ja immer, in Frauenhandtaschen sei alles drin. Ich weiß jetzt auch, dass in Frauenrucksäcken alles Mögliche drin ist. Dass wir so ein großes Erste-Hilfe-Set haben, war mir gar nicht bekannt. Aber Julia hat es dabei. Das ist sehr gut, sehr löblich. Es geht unserem Ziel bald mal entgegen. Oh, ich freue mich so auf ein Kaltgetränk da unten. Direkt am Abstieg gibt es eine kleine Bodega. Da stehen die Getränkedosen, aber es ist zu. Die letzten Meter und wir freuen uns jetzt endlich auf was Kaltes zu trinken. Ich sehe gerade unten ist ein Teich. Wasser. Also merke, die Tour ist ohne Schatten und die Sonne knallt hier ganz schön rein. Wir sind zurück am Ausgangspunkt. Ich glaube, das mit dem Fazit kann ich mir schenken. Ich habe zwischendurch schon so viel geschwärmt von dieser Tour. Das wäre jetzt alles nur Wiederholung. Ergänzend kann man noch sagen, 5,5 Kilometer etwa, also wirklich nicht viel. 500 Höhenmeter dafür. Und eine heiße Tour im wahrsten Sinne des Wortes. Letzter Anstieg. Ich brauche meine Luft jetzt für mich. Cafeteria hat auch zu. Die Temperaturanzeige sagt bah, geil. Schatten, Kaltgetränk. Hola. Man kann sich auch über kleine Dinge so freuen. Und zum Abschluss fahren wir jetzt noch runter nach Los Gigantes und schauen uns, wow, das von unten an, das Auge der Los Gigantes. Verbotsschilder hatten wir heute noch keine. Es wird hier noch zum Sport. Überall, wo die Schilder stehen, wird spannend. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Unser Felsentor. Geil ist das Bein oben. Boah, Hammer. Kleiner Perspektivwechsel.
Caleta Baibar nach Südwesten Richtung Avenida José González Forte, Avenida Maritima Acantilados de los Gigonstaaten. MAPFRE ist heute möglicherweise geschlossen. Klare Ansage. Nochmal. Das ist ja. Wo müssen wir jetzt hin? Auf Caleta Baibar nach Südwesten Richtung Avenida José González Forte, Avenida Maritima Acantilados de los Gigonstaaten. MAPFRE ist heute möglicherweise geschlossen. Du weißt, wo es hingeht. Mahlzeit. Klar.